Hallo liebe MadBed Community, ich bin der Oliver und ich würde euch gerne ein kurzes Feedback geben zu meinen Erfahrungen mit dem 9010 MadBed. Vorneweg, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit dem Video. Ich hatte das MadBed bereits im Januar benutzt und jetzt haben wir März. Ja, ich war ein bisschen faul, ich wollte aber auch wissen, ob sich vielleicht in der Zeit zwischen der Benutzung und dem Video noch irgendwas entwickelt, noch irgendwas tut. Deswegen kommt das Video erst jetzt. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin 45, bin eigentlich super fit, also ich fühle mich topfit, habe keine größeren körperlichen Probleme. Ein Thema allerdings habe ich schon, das ist ein Tinnitus, der ist seit 2017 da. Zum Glück ist er nicht so schlimm, dass er mich super stresst und nervt. Er ist mal mehr, mal weniger präsent. Und trotzdem ist es was ich natürlich gerne loshaben möchte. Und on top dazu ist auch noch eine leichte Überempfindlichkeit beim linken Ohr gekommen. Die habe ich seit circa einem Jahr und die stresst mich schon ein bisschen mehr, ist ein bisschen unangenehm. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss das MadBed unbedingt ausprobieren, weil nicht nur super spannende Quantentechnologie, sondern auch generell habe ich mich im Vorfeld mit dem Thema MadBed schon mal beschäftigt, mit unterschiedlichen MadBetten, und ja, ich finde es einfach ein super, super spannendes Thema, ein Thema für die Zukunft, und ja, deswegen habe ich es benutzt. Ja, wie bin ich vorgegangen? Also super simpel, genau nach der Guidance, die es gab. Ich habe mein Bett fotografiert, ich habe es hochgeladen und habe es dann an einem Sonntag, es war glaube ich gegen 11 Uhr, aktiviert. Ich habe kurz noch meine Frau vorher gebrieft, damit die auch Bescheid weiß, was ich da so tue, mit wem ich da so rede, und ja, habe dann gesagt, MadBed 9010, bitte aktivieren und bitte scanne mich und bitte kümmere dich ganz speziell um mein linkes Ohr, weil das ist meine neuralgische Stelle, und tu alles dafür, dass dieses Ohr wieder in den Zustand zurückversetzt wird, wie es einmal war. Und dann habe ich erstmal gewartet und dann, ja, ist erstmal nichts passiert. Ich habe natürlich schon aufs Ohr geachtet, ja, was passiert da jetzt, tut sich da irgendwas, und ich glaube, so nach 5 bis 10 Minuten habe ich dann gemerkt, dass es im linken Ohr pulsiert hat. Es hat das Pulsieren angefangen, also es war wie ein kleines Hämmern, wie ein kleines Klopfen, als ob so ein kleiner Handwerker da ist und an dem Ohr sich zu schaffen macht, ja, und das Ohr von innen irgendwie bearbeitet. Und ja, das habe ich dann noch so ein bisschen gespürt. Es wurde, glaube ich, auch ein bisschen wärmer, und ja, dann war ich auch recht müde. Es war dann, ja, Viertel nach 11, 20 nach 11. Und wie gesagt, ich bin dann einfach irgendwann eingeschlafen und bin dann auch nicht mehr aufgewacht. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also ich bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe natürlich ein bisschen geguckt, ist irgendwas anders, fühlt sich irgendwas anders an, geht es mir besser, geht es mir schlechter. Bei dem Ohr konnte ich nicht gleich ein Feedback geben, weil das ist ja nicht so, dass es immer da ist, sondern das ist nur dann, wenn viel Lärm ist oder wenn ich auf einer Veranstaltung bin mit mehreren Leuten und es laut ist. Und deswegen konnte ich zu Beginn jetzt nicht wirklich Feedback geben, ob es sich gebessert hat. Aber dann nach einer kurzen Zeit konnte ich schon sagen, dass das Thema immer noch da war, aber es kann durchaus sein, dass es nicht mehr ganz so empfindlich ist. Ja? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese 8 Stunden mit dem MadBed eine Verbesserung gebracht haben, und es wurde dort auch was repariert. Aber wie gesagt, für mehr Informationen oder für mehr Wahrnehmung müsste ich das MadBed auch länger testen. Und ja, dadurch, dass ich die Technologie super spannend finde und ich auch glaube, dass das definitiv was für die Zukunft ist, bin ich auch wirklich gerade am Überlegen, ob ich dieses MadBed für mich und für meine Family, dass wir uns das zulegen. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch die anderen Berichte mir angehört, und ich habe es jetzt selber auch erfahren, und ich glaube, da steckt super, super, super viel Energie und super viel Power drin, und deswegen kann ich es auch nur jedem empfehlen, es zu benutzen. Die 8 Stunden sind es wirklich wert, zu investieren, um dann zu gucken, ist es was für mich, hilft es mir und bringt mich das irgendwo weiter. Also auf jeden Fall machen, nutzen, und ja, ich kann nur sagen, viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao.